Hallo, ich begrüße euch recht herzlich zum nächsten Talk hier auf der Couch. Mich freut es ganz besonders, dass wir heute Steven Levett bei uns auf der Couch haben, beziehungsweise auf den Stühlen haben. Und Nadia, die das ganze Gespräch übersetzt für euch und für mich. Paar Worte zu Steven, die ihn vielleicht noch nicht kennen. Einige werden ihn schon kennen, vor allem all jene, die sich für Medialität interessieren. Steven ist Medium und Heiler und ist eigentlich auch Assistent ein bisschen von Gordon Smith. Kann man, glaube ich, schon so sagen. Ja? So you're also some kind of assistant, personal assistant for Gordon? Yeah, I am. Yeah, I come to different seminars with Gordon. Around Europe, around the world. And ja, er assistiert ihm, wenn sie zusammenreisen, wenn Gordon Demonstrationen gibt. Aber er selbst ist auch ein Student, hat sein Buch, sein eigenes Buch. Genau, schon im 2017. Im Herbst 2017 wird sein eigenes Buch erscheinen. Super. Für mich ist ja spannend, ich bin ja ein riesen Fan früher von Gordon gewesen. Und natürlich, als ich die ersten Seminare oder mein erstes Seminar mal bei Gordon besuche, war auch Steven damals da. Und heute sehe ich ihn ganz oft auch, dass er alleine in Europa ist oder also dass er auch viel alleine auch unterwegs ist, auch in Österreich, glaube ich, alleine schon oder auch Deutschland. He says that it's very, very interesting and nice because he is a huge fan of Gordon Smith. Yeah. And at the beginning, when he started to go to Gordon Smith's events and demonstrations, he saw that you were there with Gordon. Yeah. But meanwhile, you have your own seminars, your own demonstrations in the UK as well as in Austria and also in Germany. Is this correct? Switzerland, yeah. In Switzerland too. Okay. Yeah. And this is a great development. I'm very lucky and I feel privileged to be in the position I'm in, or heading towards, yeah. Er ist sehr glücklich und empfindet es als Privileg, in dieser Position zu sein, wo er da ist, dass er das tun darf. Ja. Wir sind ja beide ungefähr im selben Alter. Er ist, glaube ich, ein Jahr älter wie ich. Kann er sich noch erinnern, wie das so ganz am Anfang bei ihm angefangen hat? Wie hat er gemerkt, dass er Medium werden möchte? Pascal says you're both more or less in the same age. Do you remember when all of these started many years ago, how it was, how you felt? What was it that made you the message clear? Yeah, that's what I want. I mean, it first of all started to happen, it started to reoccur because it happened when I was a child, from the age of sort of like 5 years old up to 9 years old. But I didn't really understand it, and I just didn't really pay any attention. To me, it was normal. It wasn't until I was 20 years old that I started to have like premonitions for my family, and then started to feel lots of different sensations around me that I couldn't explain, and then I would see spirit appear, as clear as what you guys are here. So I was quite sceptical myself as well, so I thought to myself, I need to go and find out what's going on, what this is all about. So I found places to go and research it. Okay, also angefangen hat es eigentlich schon, als er so 5 Jahre alt war, aber in dem Alter will man nicht hinschauen, man kann es ja gar nicht einordnen, was ist das, was soll ich damit? Und so hat er das wirklich lange verdrängt. Aber es ist immer wieder gekommen. Und als er dann 20 war, hat er wirklich gemerkt, oh, hier ist was, weil er auch ganz viele aus den Familienkreisen Inputs bekommen hat oder Informationen oder so. Und so hat er dann angefangen, da tiefer reinzugehen. And this is when you met Gordon. I met Gordon 7 years later. I'd been going to lots of, like in the UK, lots of spiritualist churches and like circles and groups. And I also went to a place called Stansted, the Arthur Findlay College. And I trained for about 7 years. And I went to see Gordon at one of his demonstrations, like a theatre night, and I spoke to him at the end, and long story short, I was lucky enough he took me under his wing, and I got to go to his house and sit one-to-one and have private workshops for many years after that. So, also eigentlich hat er Gordon erst 7 Jahre später
getroffen, also als er schon 27 war. In diesen 7 Jahren, zwischen 20 und 27, ist er einfach zu verschiedenen, in England gibt es ja diese spirituellen Kirchen, das ist wirklich da wie eine Religion absolut okay und da darf man diese Medialität absolut gut leben. Und da hat er dann einen Schritt nach dem anderen gemacht, sich immer mehr kundig gemacht, bis er dann 7 Jahre später Gordon an einer seiner Demonstrationen kennengelernt und angetroffen hat. Und da war er so lucky, wo Gordon ihm gesagt hat, so, ich nehme dich jetzt unter meine Fittiche. Und hatte dann eigentlich mehr oder weniger so 1:1 Lessons und Unterricht bei Gordon zu Hause. Und habe ich es richtig gehört, er war auch in Stansted, oder? Ja. Ja. Okay. Wie war das damals so für ihn als junger Mann, wenn er seinen Freunden oder vielleicht auch seiner Partnerin sagte, hey, ich bin Medium? Wie haben die darauf reagiert? Ich weiß, in England ist es normaler wie hier, aber dennoch die Frage, wie war das so? How did your friends react when you, either your girlfriend or other friends in your environment, when you said them you're a medium? Well, I mean, my girlfriend, I was already doing this when I met my girlfriend, which is my fiancée now. But yeah, she was fine with it. She's very open towards it. My friends, that was a very different situation because I didn't tell my friends until about 3 years ago. I'd been training and learning. It was only because the book Intuitive Studies came out, Gordon's book, that he asked me to help write a part of it. And it was like in the bookshop round the corner with my photograph and my name. And then people were going on Google and seeing my picture, so I thought I need to start telling them. But yeah, they made fun of me, but they're okay with it now. Seine Freundin, absolut kein Thema, weil als er sie kennengelernt hatte, hat er das schon gemacht. Also da war er schon auf diesem Weg und er ist ziemlich ehrlich mit ihr gewesen. Sie hat gesagt, wunderbar, gut für mich. Seine Freunde hingegen, das war ganz verschieden. Die einen so, die anderen so. Aber speziell sei das gewesen, er hat mit Gordon, also Gordon hat ihn gebeten, in seinem Buch einen Teil mitzuschreiben. Und das Buch lag in den Büchershops und da war ein Foto von ihm mit drin. Und die Leute sind halt in den Büchershop gegangen und haben dann das Foto gesehen und haben sich, nicht alle, aber zum Teil halt auch lustig über ihn gemacht oder so. Aber das ist ihm, das ist fine for me, also das heißt, es ist für ihn kein Problem, dann ist es eben so und ja. Und kann er heute als Medium davon leben? Also ist es sein Hauptjob oder macht er nebenher noch was? Can you live from what you're doing in your mediumship? Or do you have some kind of daily job, like, I don't know, working in offices, or is this, do you own enough with your books and your work as a mediumship? Yeah. At the moment, the past 8 years, I've been doing this full time. Before that, I was a painter and decorator. You were what? Excuse me. A decorator, painter. Okay. Building sites and things like that. So I do this full time now. The road that I originally went down was for mediumship. That's where I thought I was getting a lot of activity around me, but now it's ended up I just focus on healing. Practicing healer. Yeah. And you're doing this full time since? For the last since 2009. Okay, seit 8 years. Seit 2009 arbeitet er als Geistheiler Fulltime. Verdient sein Geld damit. Zuvor, als er noch nicht wusste, geht es in die Richtung Medialität, hat er noch als Maler gearbeitet, Maler, genau, Painter, right, ja. Aber jetzt seit 8 Jahren verdient er sein Geld. Houses though, not like Da Vinci. It's like walls. Als Geistheiler. Was macht er, ich kenne ja diese lustige Situation mal im Hotel oder irgendwo und die Leute fragen, was arbeitest du? Sagt er immer, ich bin Geistheiler oder ich bin Medium oder erfindet er manchmal auch einen normalen Job, damit die Leute nicht komisch reagieren? Okay. So, let's assume you are traveling, you're in a hotel, you meet people, you don't know them, they ask you, what's your job? If you don't know them, do you tell them right ahead what you're doing or do you sometimes invent something? Sometimes I invent something. Yeah. It depends if I feel that if I get a feeling that it's okay to mention it to them, then I'll tell them what I do. And 9 times out of 10 it turns out that they've just been researching mediumship or they've been taking their mother to healing or something like that.
Okay, so, also manchmal erfinde ich es auch, aber es kommt auch immer ein bisschen auf das Gefühl drauf an, das ich habe, wenn dieser Mensch mich fragt, was machst du beruflich. Manchmal fühle ich das okay, der hat überhaupt, dann bin ich ehrlich und manchmal erfinde ich auch einen Job. An example of that, sorry, quickly, an example of that was, many times this has happened, but I was in a Chinese takeaway, ordering some food for me and my fiance, and there was a guy in there, and he said to me, "Oh, how are you?" And I said, "Yeah, I'm fine, how are you? And what have you been up to?" And somehow we got to the conversation that he said, "Oh, actually," he said, "I've just finished a lecture." He said, "I own the spiritualist church down there." And I said, "Oh, really?" I said, "I've just finished doing a lecture as well. I work at the other church around there." So we exchanged details in a Chinese restaurant. We didn't know each other, but we were both healers and lecturers. So, okay, yeah, great. So ein Beispiel ist, er war mal bei einem Asiaten, hat also Takeaway-Food geholt, stand da, hat gewartet und neben ihm war auch ein Mann und da haben sie sich so ausgetauscht, hey, was machst du, wie geht's dir? Die haben sich eigentlich nicht gekannt. Und der junge Mann, der auch da war, hat gesagt, ja, ich habe jetzt soeben hier eine Vorlesung fertig gemacht in dieser spirituellen Kirche. Ist nicht wahr, ich auch. In der anderen spirituellen Kirche. Also manchmal passiert das auch, dass man sich kennenlernt, aus demselben Bereich ist, ohne dass man es weiß. Ja. Was würde er jetzt so den Zuschauern, das Thema ist ja von der Plattform ein bisschen Enjoy this Life, wie sieht er das jetzt gerade auch als Heiler, wenn er merkt, jemand hat jetzt eben diese Lebensfreude nicht? Was könnte er vielleicht so als Tipp mitgeben, wo der Mensch zu Hause auch für sich machen könnte? Und was macht er für sich selber, ob er da so einen Trick hat, wie er einfach gut drauf ist? Okay, so the purpose of Pascal's online course is enjoy this life. yeah. How would you, how would you, with the point as a healer, if people are not really enjoying their life, if they're struggling, if they have other issues, how would you, as a healer, address this to them? And if so, what would be some kind of, if there is one, hot tip you would give them? It's a difficult question to answer because everybody's life is so different. Okay, so one person's negative actions in their life could be completely different to another person, you know. So it really depends on, for example, if I'm doing a one-to-one session, like healing, a lot of the times counselling will come into that, okay, to talk to the person. But you really need to get like a sense and a feeling of the person's life, what is the problem, and then connect to spirit and say, what advice can I give to this person, the most positive and the most best for them to live their life more positively, or to fix the problem. Also er sagt, es ist ein bisschen schwierig, so einen pauschalen Ratschlag zu geben, weil das Leben jedes Einzelnen ist völlig anders. Und normalerweise berät er die Menschen in einem 1:1, also wenn sie live bei ihm in seiner Praxis sind, dann kann er sich auch einfühlen, dann arbeitet er zusammen mit seinem Geistführer und dann bekommt er die Inputs. Aber so pauschal das zu sagen, ist ein bisschen schwierig. But just a general tip. General tip would be to try and focus on the positive things in life. A lot of the time people get very negative, including myself, everybody, we're human. We get negative, but we've all got good things happening in our life as well. So I think when people get down, it's to take their mind into a place to focus on, actually, I do have good things in my life, and let that raise your whole energy, in a positive way. That would be... So als generellen Ratschlag würde ich einfach sagen, schau mehr auf das Positive in meinem Leben. Die Menschheit neigt ein bisschen dazu, zu sehr auf das Negative zu schauen. Wir sind Menschen, das passiert uns allen, aber schau auf das Schöne, das du im Leben schon hast. Das erhöht deine Energie und somit auch das Wohlbefinden. Ja. Wie hat so die ganze Medialität, wie hat das sein privates oder sein persönliches Leben auch verändert? Also was war so für ihn so die größte Veränderung? Kann er da was sagen? Also dass er gemerkt hat, das hat ihn am meisten geprägt auch? How did the mediumship also in the direction of the healing change your life, your private life, and what was the biggest impact you had? The biggest impact, I mean, it's changed my life for the better. I mean, I love it. I wouldn't dream of doing anything else. It's the best job I could have, to
help people and to change people's lives, you know. It's good for me. The biggest impact in my life, I would say, when I had to tell my father what I did, because he was very sceptical. Okay. There was many years when I would sit with him, and there were television shows on, a show called Colin Fry Show, and I used to sit with him when I was like 21 and watch it, and I wanted to tell him what I did, and I would say to him, "So Dad, what do you know, my father, what do you think of this?" And he'd say, "It's a load of rubbish, they should be locked up and thrown in jail." So I thought, well, I'm not going to tell you. But that was the biggest challenge, telling my father. Okay. Also eigentlich hat sich sein Leben nur zum Besseren verändert, seit er das macht. Er möchte auf keinen Fall etwas anderes tun als das, was er tut. Er liebt das, was er tut. Aber die größte Herausforderung oder den größten, ja, Hürde, die er zu nehmen hatte in seinem privaten Bereich, ist es seinem Vater zu erzählen. Er kann sich noch erinnern, als er so circa 20 Jahre alt war, gab es eine Sendung im Fernsehen, die ging genau um solche, um Mediumship und Heiler und so. Und sein Vater hat da in einer Tour geschimpft über die sollst du alle einsperren, das ist alles Müll und das sind Lügner und so. Ich dachte, oh je, ich muss ihm erzählen, dass ich genau das mache. Und wie sieht heute sein Vater, oder wie hat er... And how's your father today about what you're doing? Yeah, he's very, very open. He's very, very open to it now. When I approached him, I said, "Look, I've got this book that I've done with Gordon. I've got these different magazines and things like that." So I think where he saw that, he thought, "Oh, well, this is a bit different." You know, so he said to me, "Okay, yeah, I'm proud of you." Oh, great. And now he comes to little events and things like that, and he's more open to it. I think it was just where he was scared. It was the fear that made him say, like a lot of men in this life, they say, "Oh, no, that's nonsense." And I think they use that as a defensive thing. If they say they don't believe in it, then they can never get harmed by anything. Okay. And I think, you know. Heute ist er dem gegenüber sehr, sehr, sehr offen und erst recht, als er dann die Bücher gesehen hat, die Gordon geschrieben hat und die ich mit ihm zusammen geschrieben habe und so, da war er sogar sehr stolz auf mich, hey Mensch. Er glaubt, dass es die Angst war, die ihn vor allem davon abgehalten hat, sich dem zu öffnen zu Beginn. So, oh, ich habe Angst davor, ich möchte das gar nicht sehen. Aber heute, wo er auch sieht, wie das wunderbar funktioniert und wie gut es auch einem tut, ja, ist er sehr offen dem gegenüber. Was mir aufgefallen ist, das ist jetzt noch eine spannende Frage, als ich in England war, hat mich nie jemand irgendwie gefragt, ob ein Verstorbener jetzt in der Hölle ist oder irgendwie so. Ich habe auch noch nie einen Verstorbenen gesehen, dem es nicht gut geht oder der nicht an einem schönen Ort ist oder der irgendwo in der Hölle ist. Und hier wurde ich, also in der Schweiz, wurde ich ganz oft gefragt, kann man in die Hölle kommen? Und meine Frage an ihn, hat er schon mal einen Verstorbenen gesehen oder mit ihm gesprochen, der gesagt, ich bin in der Hölle oder mir geht's nicht gut? Okay, so Pascal says that since he does what he does, he've never seen a person who deceased that they were in hell, that they were suffering, that were something like this. It doesn't, he just... And he was also not raised this question. Did you, since you're doing what you're doing, ever seen a person who suffered who would even be in some kind of hell? Yes, but on Hollywood films. Okay. Not in reality. In reality, no. Never, ever. That's not the reality. Doesn't exist. Doesn't exist, no. Okay. Wird die Frage in England auch gestellt? Weil ich habe immer so das Gefühl, in England ist Medialität normal. In the UK, mediumship is some kind of normal. The people do not really, be concerned about this or, oh, this is a suspicious person. And Pascal said that this question was raised to him in Switzerland. Like, okay. Do people go to hell? Yeah. When it they comes up a lot. pass question, away. yeah. Does this question come in the UK too? Yes. Yes. Everywhere. Okay. Everywhere. All over the world. I mean, because the first thing, including myself, when I first started to have like sensations and feelings and started to see spirit, I didn't know anything about it. All that I knew was religion. They say heaven and hell. And then you've got like movies, paranormal activity. That was all I knew. Yeah. So the first thing you're going to think of is, ooh, evil spirits. But no, it doesn't exist. It's nonsense. Ja, das wird er auch oft gefragt und einschließlich ihm, bevor er mit dieser Arbeit angefangen hat, weil das Einzige, was er damals kannte, war Religion. Das heißt Himmel oder Hölle. Und
da hat er halt genauso wie viele andere gedacht, entweder du bist ein guter Mensch, dann kommst du in den Himmel, oder du bist ein schlechter Mensch, und dann kommst du in die Hölle. Aber nein, das existiert nicht, sowas gibt es nicht. I mean, as you will know yourself, Pascal, to work with spirit is a beautiful thing. There's nothing to fear. You will know that yourself, yeah? Genau. Du weißt ja auch, wie es ist, mit der geistigen Welt zu arbeiten, ist etwas Wunderschönes, etwas Heilsames. Da gibt es nichts, wo du dabei Angst haben solltest. Nein, ich fand, für mich ist einfach die Frage, auch mal, wenn ich manchmal so einen Vortrag habe und sage, hey, Leute, Hölle gibt es nicht. Ja? Also die Leute können besser damit umgehen, wenn ich sage, hey, ich rede mit toten Menschen, als wenn ich sage, die Hölle gibt es nicht. Ja? Also dann sagt jemand, das kann ich mir nicht vorstellen. Und deswegen hat es mich so wundern genommen, wie erlebt er das? Und ich glaube, es ist manchmal auch gut, dass vielleicht auch noch die Leute, jetzt gerade bei Enjoy This Life, auch mal noch von jemand anderem hören. Das hören. Pascal says that it's rather easier to tell people he is speaking with souls that passed away than to tell them, no, there is no hell. The people rather believe him that it's okay to speak with people that passed away than to say, no, there is no hell. Is this the same for you? Would you confirm this? That it's more difficult to say people, then there is no hell? Yeah. Okay. As long as you can, like you do, I know you do it professionally, you do a very, very, very good job. You're bringing through people's loved ones and healing them. So that's a brilliant thing. And he also says that for him it's great that someone else confirms this. No, there is no hell. Would you? Absolutely. There is no hell. Nee, da gibt's keine Hölle. Auch er bestätigt das. Ja. Okay. Er hat sich ja jetzt vor allem als Heiler, also er hat ja auch, ist ausgebildetes Medium, ist ausgebildeter Heiler. Er geht im Moment mehr den Weg des klassischen Heils, also Hand auflegen. Warum zieht es ihn dort mehr hin? Oder warum hat er sich mehr als für den Heilweg entschieden? Oder warum er da mehr? Genau. So you started as a mediumship while you were working together with Gordon, and years ago you decided to go the way for the healing. What was the factor that made you to take this direction instead of the mediumship, or more to go? By the way, what's your method of healing? Is it with the hands? Is it what the type of healing? Touching, the type of healing I do is spiritual healing, trance healing, whatever you want to call it, where I will sit with the person, put my hands on their shoulders, and now I will ask spirit to come and do the healing through me. So it's not me that does the healing, it's the spirit world. But in the last sort of 10 years of practicing healing, they've never touched the physical body. It doesn't matter if it's the person's got cancer or epilepsy or whatever. For some reason they don't touch the physical body. It's all working in the aura, and that can sometimes cure, help, or Okay. And what was the main reason why you really went for this? Yeah, I mean, when I first came into this, I really, really wanted to be a medium, and I'd done the platform with Gordon many times, but I started to get more and more less sort of like drawn away from the mediumship, and it was a feeling. I started to get more of a feeling to being pulled towards healing, and this was really Spirit's decision, that they were impressing my mind, and I had it confirmed by Gordon, lots of different people. That, I said, am I getting this right? Should I be working with healing? And the way that I look at it is at the end of the day, I work for Spirit. They're my boss. So if they say to me, go and do this, you do it. And I say no, I might get sacked. Never argue with the boss. No, don't. Ja. Ein Gefühl, das war ein Gefühl. Ich habe es einfach gefühlt. Ich habe das auch mit Gordon natürlich nochmals abgecheckt und mit vielen anderen auch. Aber es war ein Gefühl, ich habe gespürt, ich möchte auf den Weg der Heilung gehen. Er macht das jetzt seit vielen Jahren, und er macht das so, dass er den Menschen die Hände auf die Schulter legt. Und eigentlich ist es ja nicht er, der heilt, sondern es ist die geistige Welt, die durch ihn heilt. Das heißt, er gibt einfach, die Energie fließt durch ihn durch. Und er hat einfach irgendwann mal gemerkt, dass das der Weg ist,
den er gehen möchte. Aber er berührt jetzt auch die Menschen nicht richtig feste, sondern seit er das tut, ist das mehr die Aura, die er heilt, weil das dann wieder in den Körper reingeht. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich ihn das letzte Mal, das war glaube ich im 2010 gesehen habe, da war er eher noch so ruhig und still. Und jetzt haben wir uns 6 Jahre, glaube ich, nicht mehr längere Zeit gesehen. Und jetzt, ich merke so bei ihm eine unglaubliche, auch persönliche Entwicklung, also auch wie er redet und aus sich rauskommt, wie früher. Hat er da sehr viel auch an sich persönlich gearbeitet oder ist es so durch die Arbeit auch gekommen, also durch das Training? Pascal said the last time he saw you, this was in 2010. And that in time, Basel, and that time you were pretty shy, quiet. Yes. You know, not really, huh? Yeah, genau. And now, 6 years later, you really changed. You're more open. Your discussions, everything changed. So, did you work on it by purpose, or did this come with the work you're doing? I think it's just through practice and experience. I mean, I remember when Gordon first asked me if I would come to Frankfurt with him as an assistant, I said no, because I was really, really shy, and I thought, oh my God, no, I can't, I don't want to be in front of all them people, and I don't want to be doing that. But something inside me, that the more that I said no, the worse this feeling got in my stomach, and I just had to do it, you know. And no matter how embarrassed I got standing in front of crowds, if I said no to it or tried to move away, this feeling would pull me back, and the feeling of being embarrassed was better than the feeling of not doing it, if that makes sense. So just by experience, keep doing it and standing up, talking in front of crowds and things like this, just it's okay. So nothing you did in particular by purpose to no. Just to confront my fear. To do it over and over again. Experience. Das allererste Mal, als Gordon ihn gebeten hat, mitzugehen nach Frankfurt, ist er vor Angst fast gestorben. Und er hat gesagt, nein, ich gehe da nicht auf die Bühne, so viele Leute und so. Aber dann hat er dann irgendwo zu sich selbst gesagt, wenn ich diese Angst nicht bewältige, also nicht hinschaue, dann holt die mich zurück und dann wird es immer so sein. Also hat er das gemacht und mit der Übung immer und immer wieder dabei zu sein, hat sich das dann ganz von alleine so entwickelt. Weil ich mir gerade überlegt, es gibt wahrscheinlich viele auch im Enjoy This Life Forum, die genau auch diese Angst haben, vielleicht am Anfang noch nicht so getrauen zu sprechen. Und ich sage den Menschen auch immer wieder, du musst es einfach immer wieder tun, immer wieder probieren, also bis du dir immer sicherer wirst. Es gibt kein Zaubermittel, wo man es auflösen kann, und wenn ich es richtig verstanden habe, hat er es auch so genau gemacht, immer wieder durchs Training. Genau, sich der Angst gestellt, also schon mal das allererste Mal, da hat er ja zuerst mal gesagt, nein, da gehe ich nicht mit. Aber dann hat er sich hingesetzt, hat er nochmal überlegt und sich diese Angst zu stellen, auch beim zweiten Mal, beim dritten Mal, so to overcome the fear, to face the fear, to fight it, to say I can do this, I can try this, and the first time it might be not so terrifying, not so good. The second, little less, and the third, it might be good. Just through experiencing it and living through it, facing your fear, each time the fear gets less and less and less and less and less. Genau, der Angst sich stellen. Das erste Mal, sagt er, war er in Panik auf dieser Bühne. Das zweite Mal wurde es nochmal ein bisschen weniger, das dritte Mal nochmal ein bisschen weniger. Und irgendwann ist sie dann, was heißt weg? Perhaps you're always nervous when you go to stage, but not like you were the very first time. No, not at all. No. I mean, I think everybody gets a little bit of nerves. I mean, the first time that I ever did the platform, a spiritualist church in England, there was a rostrum there, so nobody could see my legs. But behind it, my legs, I'm not telling, I promise you, they were like that. And I picked up a glass of water and I spilt it like that. Because I've never been so nervous in my life. Never. The first time was when I was, first time I'd done it, I was 27. 27. Yeah. Das erste Mal, als er das gemacht hat, war in einer spirituellen Kirche in England. Und er saß hinter einem Tisch und die Leute konnten seine Beine nicht sehen, weil da war auch ein Tischtuch über dem Tisch. Und er hat gesagt, er hat fürchterlich gezittert unter dem Tisch, hat sich kaum getraut, das Glas zu nehmen, weil er so gezittert hat. So das erste Mal war, so ein bisschen nervös ist man immer, aber jetzt ist das nicht mehr so. Yeah.
Wenn er zum Schluss noch einen Tipp hat oder hat er noch irgendeine Message, der vielleicht den Menschen hier draußen mitgeben möchten, die sie vielleicht gerade an ihrer medialen Entwicklung sind oder an ihrer spirituellen Entwicklung, was würde er jetzt so rückblickend den Menschen gerne als Tipp mitgeben, weil er ja selber schon, obschon er noch sehr jung ist, unglaublich viel Erfahrung mitbringt. Was könnte er so als Botschaft oder als Tipp Ihnen noch mitgeben? Is there any particular message or advice you would like to give to people which are now on their way to the mediumship or on their way to become healers or whatever goes in this direction? You are very young, and even though you have a huge experience, so it might be that people just started now on this way. Is there any suggestion, advice, something like this, a message you would like to share with the people? Yeah, just firstly is to have patience, okay? Is to have patience. Geduld ist das allererste. Geduld. And take it slow. Take it very, very slow. And do it bit by bit. Don't try to rush it, okay? Und versucht nicht, das durchzurennen, sondern nehmt wirklich einen Schritt nach dem anderen, langsam. Yeah, that would be it. Just to trust and to go as slow as possible. Like anything in life, if you want to train to be a doctor or a Formula One driver, you have to do your training properly. Yeah. You have to be patient and you know, spend time and relax with it. And it's the same with healing. Und vertraue einfach, dass es funktioniert. Du musst es langsam angehen und vertraue, dass es funktioniert. Nicht durchrennen, vertraue. Patience. Vielen, vielen Dank, Steven. Bitte. Für dieses Thank you Gespräch. for having me. Danke, Nadja. Gern geschehen, bitteschön. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für mich war es mega spannend, auch mal jemanden im selben Alter, mal wieder Austausch im selben Alter. Die mehr über Steven wissen oder lesen wollen, bald kommt sein neues Buch und tauscht euch aus im Forum und enjoy this live.